Hallo, heute sind wir bei Fahrzeugtechnik Jung und ich habe den Spurplatten-Dieter mitgebracht, den Roland Hampel von ST. Spezialist halt für die Spurplatten. Heute extra nochmal ihn, weil das Thema doch sehr, sehr umfangreich ist und wir es beim letzten Mal nicht ausreichend erklärt haben. Jetzt fangen wir mal einfach mal an mit originalfähigen und den 3 möglichen Spurplatten, die ja auch mit Gutachten möglich sind. Also, Andreas hat wieder mal ein Auto gebracht, wo wir von ST relativ einfache Lösungen haben. Problem ist nur, es ist ein Toyota GR und normalerweise arbeiten wir mit unserem System DZX, das heißt, wir haben Scheiben von 5 mm, 7,5 und 10, nehmen dazu die dementsprechenden Ringe. Kann man alles auf der ST-Seite dementsprechend sich auch anschauen und raussuchen. Und wenn du mal jetzt ein bisschen näher hingehst, könnte man jetzt hier, wenn der Kunde sagt, er will eine 5er Scheibe haben, Adapter haben wir gelesen, das ist die Originalradnabe vom Toyota GR, stecken dieses System drauf und das könnte man schon weiter montieren. Haken, ich habe hier keine lange verfügbare Radnabe, das heißt, die Felge, die ich drauf mache, ist nicht zentriert. Deswegen können wir diese Scheibe bei dem Wagen nicht machen und jetzt zeigen wir euch die Sonderlösungen. Die haben eine Weile gedauert, bis wir alles entwickelt haben, weil wir brauchen das auch mit Gutachten. Da haben wir also sozusagen hier eine 9er Scheibe für die Hinterachse, setzen die auf die Original-Stehbolzen auf und haben noch ein Restgewinde, mit dem wir dann die Originalfelge montieren. Wenn wir jetzt dickere Scheiben nehmen würden, müsste man normalerweise die Stehbolzen auspressen, dabei geht auch das Radlager kaputt, längere reinsetzen, dann haben wir wieder Problem Sommerfelge, Winterfelge. Hier haben wir halt den Vorteil, alles bleibt beim Alten, wir die Original-Stehbolzen bleiben und wir können mit der Originalfelge losgehen. Wichtig ist, wenn man hier auf die Felge geht, dass die Felge innen auch dementsprechend seine Gießtaschen hat. Ja? Und je tiefer die Gießtaschen sind, umso mehr kann man natürlich auch von der Tiefe der Felgen auch arbeiten. Das heißt, man kann auch mit anderen Einpresstiefen arbeiten. Da das Grundgutachten bei dem Auto momentan oder die Originalfelge hier ET45 hat, können wir maximal in der 2%-Regelung bis ET30 gehen. Somit haben wir im Programm eine 7er pro Rad, eine 9er und eine 15er Scheibe. Euch zeigen wir jetzt mal die 9er auf der Hinterachse und dann zeigen wir euch noch das Aufschraubsystem mit 15 mm. Darfst du einmal zugreifen? Okay. Jetzt müssen wir noch mal einmal kurz schauen, bist noch da? Das Interessante hier an der Originalfelge ist, dass wir eine Flachbundmutter haben. Normalerweise haben wir Kegelmuttern, bei allen anderen Mazda, Mitsubishi, Toyota Modellen normal, aber hier beim GR haben wir eine Flachbundmutter, was auch bei Peugeot-Modellen ab und zu vorkommt. Und hier kann ich halt auch dann nicht mit unserem normalen System und Schaftmuttern arbeiten, hier brauche ich die Originalmutter. Und hier greift jetzt auch schon der Andreas ein und steckt die Originalschaftmutter drauf, beziehungsweise die Flachbundmutter. Und das Schöne ist jetzt, wir haben jetzt die 9er Scheibe oder auf der Vorderachse die 7er Scheibe und können mit der Normalmutter arbeiten. Nimm doch mal den Schlagschrauber hier, André. Wir haben also jetzt die Original-Flachbundmuttern von Toyota verwendet für die Originalfelge und macht man dann dementsprechend mit seinen 120, 140 Newtonmetern fest. Vorteil ist, die Originalmuttern von Toyota bleiben erhalten. Es werden nur die 9er Scheiben oder Vorderachse 7er Scheiben dazu genommen. Habe eine schöne, interessantere Spur geschaffen, habe meine Stabilität gewonnen und auch eine Ansehnlichkeit gebaut, die ich eigentlich haben wollte. Jetzt zeigen wir euch noch das System, was in der Dicke her am maximalsten geht bei den momentanen Einpresstiefen und vor allem bei den momentanen Gutachten. Also Gutachten haben wir von 7 pro Rad, 9 pro Rad und 15 mm pro Rad. Dann zeigen wir nochmal die 15 mm Lösung, wo wir dann ein Aufschraubsystem verwenden. Das System ist jetzt sozusagen ein Durchstecksystem. Wir stecken die drauf, machen die Originalmuttern drauf und jetzt zeigen wir euch, wenn wir etwas dicker werden, wie wir das stabilitätstechnisch und gutachtentechnisch hinbekommen haben. Dann legen wir los. So, nochmal die Zusammenfassung. Wir haben jetzt gerade probiert ein Durchstecksystem, das war die 9 mm Scheibe, die legen wir jetzt mal weg. Und jetzt machen wir ein Aufschraubsystem. Da können wir bis 15 mm dick werden für den Toyota und funktioniert folgendermaßen. Andreas wird mir gleich helfen. Wir stecken das wiederum auf die Originalradnabe drauf. Brauchen jetzt, Moment, warte mal, Andi, wir zeigen noch mal kurz die Muttern. Wir liefern da spezielle Kurzkopfmuttern mit. Die schauen so aus, weil die brauchen wir jetzt, um den Originalstehbolzen dementsprechend zu montieren. Da machen wir 2 noch mal drauf zum Probieren. Die zieht man fest mit den normalen Newtonmetern.
Angaben, wie wir sie auch bei den Felgen haben, 120, 140 Newtonmeter. Ja, der hat, glaube ich, 104. Und machen dann dementsprechend diese Scheibe auf der Original Toyota Radnabe fest. Ihr seht also schon, hier schaut die Mutter raus. Das heißt, die Felge, die jetzt kommt, braucht eine Gießtasche, wo diese Mutter in der Felgeninnenseite, nennt man dann Gießtasche, wir haben es euch gerade noch mal gezeigt an der Felge, verschwinden kann. Und das Schöne ist jetzt, wir verwenden wieder die Original Flachbundmuttern von Toyota. Das heißt, wir brauchen nicht irgendwas dazu kaufen, sondern wir haben die Scheibe gekauft, wir haben die Kurzkopfmuttern dabei, schrauben diese Scheibe auf die Radnabe fest und der Andreas wird jetzt die Felge noch mal montieren, direkt auf die Scheibe. Das System funktioniert nur auch bei den anderen Scheibendecken, wenn die Felgen eine Gießtasche haben. Da zeigst du ja noch ein paar andere Felgenmodelle. Wir wollen es jetzt mit der Originalfelge mal machen, damit man wirklich mit der Originalfelge das Maximale sieht, was momentan mit TÜV und Gutachten möglich ist. Dann nehmen wir die Felge nochmal und klatschen sie nochmal drauf. Also bei der Aufschraubtechnik, das nennt sich bei uns A2-Scheibe, und bei Felgen, die zu geringe Einpresstiefen haben, kann man das System trotzdem montieren, wenn man die Original-Stehbolzen, die wir schon montiert haben mit der Scheibe, kürzt. Also wenn man hier jetzt nochmal 2-3 mm kürzt, würde das, was raussteht aus der Radnabe, dann wiederum in der Originalfelge verwenden. Also bei dieser Aufschraubgeschichte mit 15 mm müssen wir die Originalstehbolzen kürzen. Jetzt nimmst du nochmal eine Zubehörfelge in die Hand, Andreas, damit wir den Unterschied zeigen. Bei der Zubehörfelge haben wir tiefere Gießtaschen und hier müssen wir dann unter Umständen eben nicht die Stehbolzen kürzen. Vor allem haben wir hier auch eine andere Einpresstiefe, die würde sowieso etwas weiter draußen stehen, können wir dann mit der 9er Scheibe auch montieren. Also in dem Fall montierbar, ja. Liegt also wunderbar hinten an der Seite an und die Gießtaschen gehen durch und man kann jetzt mit der Zubehörmutter, das ist die hier, mit der Mutter könnte man dann, mit der Mutter, wie es der Andi schon macht, könnte man jetzt hier zum Beispiel schon eine Zubehörfelge montieren. Die Zubehörfelge hat natürlich keinen Flachbund wie hier, sondern, um das nochmal zu zeigen, Kegel. Ne? Zubehörfelgen sind dann nicht für den Toyota GR aufgebaut, sondern haben einen Kegel, 60 Grad, um sie auch auf andere Autos zu montieren. Und somit könnte man also jetzt zum Beispiel die 15er Scheibe mit dieser Felge montieren. Jetzt muss man halt nur aufpassen, dass im Gutachtenbereich auch die ET30 nicht unterschritten wird, damit wir auch keine Probleme beim Eintragen haben. Also wir sehen es wunderbar, die Felge würde schön mit dem Radkasten abstehen. Problem ist jetzt, dass vom Gutachten her, weil wir ja die Originalfelge immer als Ausgangsmaß haben mit ET45, jetzt haben wir hier eine Felge mit ET40, eine 15er Scheibe dazu, sind wir bei ET25. Das wäre jetzt in Paragraph 21 Sondereintragung. Mit der 9 mm Scheibe, die wir vorher gezeigt haben, wäre diese Scheibe montierbar und fahrbar. Also die 15er sind wir 5 mm drüber, brauchen wir auf jeden Fall in Paragraph 21 und bei der 9er Scheibe, das war die Scheibe, die wir vorhin hatten, mit 9 mm Aufstecksystem, mit der Originalmutter oder mit der Kegelmutter montierbar, bräuchten wir dann keine 21er, da hätten wir eine 19,3. So, jetzt haben wir also gesehen, bei der 7er, 9er und 15er gibt es vieles zu beachten, kann man auf der SD-Seite auch noch mal gerne anschauen. Auf jeden Fall sind das die Scheiben mit Gutachten für die Originalfelge. In Vorbereitung sind auch Distanzscheiben 40, 50, 60, 70 pro Achse. Da liegt es noch daran, dass wir dann für dieses Auto ein komplettes neues Fahrwerksfestigkeitsgutachten noch erstellen müssen, um dann auch mit anderen Felgen und anderen Einpresstiefen noch ein bisschen was zu zaubern. Der Wagen gibt es her mit den großen Kotflügelverbreiterungen, die serienmäßig hier eingearbeitet sind, dass wir also zum Beispiel auch in Zukunft eine 30er machen können. Das geht momentan nur mit Festigkeit. Das steckt man also wieder drauf, liefern wir so aus. Gibt es eine Kurzkopfmutter dazu, die wir dann hier einfügen. Das heißt, hier steht auch nichts raus. Ja. Das sind so die Scheiben ab 20 mm, die überhaupt kein Problem bereiten, um irgendwas an der Felge mit Gießtasche voranzubringen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine 30er Scheibe, ich sehe die Originalstehbolzen nicht mehr und könnte jetzt mit meinen Felgen dementsprechend arbeiten und hier Breiten rauszaubern, die natürlich jetzt am Limit des Möglichen sind. Nochmal zurück, Gutachten 19,3, 7 mm Borat, 9 mm Borat oder 15. Bei der 15 haben wir gesehen, müssen wir den Stehbolzen original etwas kürzen und ab der 20er Borat und 25er und 30er und 35er Scheibe, hier haben wir speziell eine 30er Scheibe, kann ich also spielen und agieren, wie ich möchte. Da muss ich aber Einzeleintragungen 21 machen, liegt dann immer beim Spielen und Basteln mit dem TÜV-Prüfer.
Somit haben wir jetzt mal alle Scheiben gezeigt und die Systeme gezeigt, die möglich sind. Und wer es genauer wissen will, ST Suspension aufschlagen und sich dann den Wagen einfach mit HSN und TSN eingeben und dann kann man sich die Felgengrößen, die möglich sind, sich in aller Ruhe anschauen. Das war's.